Auch sie gehört zur berühmtesten Partymeile Deutschlands, die Hamburger Davidwache. St. Pauli, Reeperbahn, Große Freiheit, das Vergnügen hier ist legendär. Das Verbrechen auch. Spielbudenplatz 31, Anlaufstation für die Opfer der Nacht. Ich wurde in der U-Bahn geschlagen. Natürlich ein iPhone 5, gerade neu, und jetzt ist es weg. Manche von der Prostituierten. Mehr als 200 Anzeigen gehen hier ein, an jedem Wochenende. Dann wurde ich ja auch noch bedroht, wenn ich zur Polizei gehe, dass man mir alle Knochen bricht. Sie haben Geld bezahlt und Sie haben sexuelle Leistung erhalten. Sex, Alkohol, Betrug, Schlägerei. Ja, es ist wirklich ohne Worte. Also Die haben mir ins Auge geschlagen. Die Braspa. Die große Sause auf dem Kiez endet für viele hier. Mario Thießens Schicht geht von 18 bis 6 Uhr morgens. Die Rezeption, Sammelstelle für alle, die nicht die große Freiheit fanden. Und alle erzählen sie Geschichten von Betrug, Diebstahl, Körperverletzung. Was hier an der Wache ist, das findet man an anderen Wachen auf jeden Fall nicht. Gerade hier ist immer eine Partymeile, viel Stimmung, viele skurrile Typen hier. Und ja, man hat mit allen Facetten des Lebens hier zu tun. Also ist spannend, interessant, natürlich auch immer zum heikel. Und dann sind sehr viele Sachen, die dann teilweise gleichzeitig auflaufen. Der eine möchte einen Taschendiebstahl anzeigen, der andere vielleicht ein Raubdelikt, ein Verbrechen, der andere eine Körperverletzung. Und da muss man erstmal mal schnell gucken, dass man das auseinanderdividiert und guckt, was muss als erstes bearbeitet werden, was muss schnell bearbeitet werden, wer kann kurz Platz nehmen, was kann hier bearbeitet werden in der Rezeption, wofür brauche ich einen Streifenwagen. wir werden jeden Tag angelogen. Und wir müssen letztendlich entscheiden, ist es jetzt eine Lüge oder ist das eine Wahrheit? Direkt vor der Tür geht die Party los. Der Kiez kommt langsam in Schwung. Die Musical- und Theaterbesucher sind die Ersten auf der Meile. Dienstbeginn für die Damen vom Gewerbe an der Ecke. Noch ist alles ruhig, einigermaßen ruhig. Frühe Besucher der beginnenden Nacht sind gewöhnlich die Scherzbolde. Eine Gruppe junger Männer aus Sachsen-Anhalt feiert Junggesellenabschied. Natürlich auf der Reeperbahn. Die Davidwache darf nicht fehlen. Hallo? Ein Steuerzahler bittet um eine Spende für meine Hochzeit am 13.04. Mit meiner Partnerin, mit der ich seit 7 Jahren zusammen bin, die schwanger ist, im 6. Monat. Das volle Programm. Das volle Programm, genau. Wenn dann richtig. Oh, Spende, ich bin wirklich, ich habe nichts hier. Ich kann Ihnen die Taschen zeigen. Ja, Diesmal mal andersrum. Darf ich trotzdem reingucken? ja, natürlich. Sie dürfen eure Spende reingeben. Ja, ja, Hier, warte. wir haben natürlich auch Süßigkeiten dabei, Für die Polizei. weil wir wissen ja, wie das ist. Alkohol im Dienst, ne? Hast du uns sicher, dass es wieder länger dauert? Scheibenputz und Dienstwagen. Ich nasche ja gar nicht. Für ein Entgelt Sie müssen. Ich kann Ihnen einen Stempel geben. würden wir von allen Fahrzeugen die Scheiben putzen. Ja. Von allen Dienstfahrzeugen. Natürlich. Auch auf die Stirn. Ja, von dem wir auch. Sachbeschädigung. Jeder bekommt einen Stempel, ja? Jawohl. Bekommen wir alle einen Stempel? Das ist legendär. Auf die Stirn. Liebe Grüße von der Davidwache. Ein Traum. Ich freue mich. Wir werden uns heute Nacht wiedersehen. Schönen Abend noch. Vielen Dank. Ne? Das war wirklich nett. Hast du nicht gut ausgegangen? Auf Folklore folgt Abzocke. 2 auswärtige Musical-Besucher wurden in ein Striptease-Lokal gelockt. Hat er uns, der Türsteher am Anfang noch so ein bisschen angesprochen, 5 € kostet das dann für das Bier. Kamen so 2 Frauen zu uns, haben sich zu uns gesetzt, mit uns gesprochen. Und auf einmal sagen sie, ja komm, stoßen wir zusammen an. Und dann hatten sie auf einmal 2 Sektgläser da vor sich stehen, also ja, Sektflaschen und Sektgläser. Und haben dann eingeschenkt und haben dann mit uns gesprochen. Und dann haben sie uns noch angeboten, ob wir nicht irgendwie noch mit denen irgendwie in eine Ecke gehen wollen. Dann haben wir gesagt, ja, ins Räumchen oder wie auch immer. Haben wir gesagt, nee, machen wir nicht, wir müssen jetzt auch gleich los, müssen los. Dann haben sie gesagt, ja, dann bring jetzt die Rechnung. Und ja, dann stand da auf der Rechnung 400 €. Und dann haben wir gesagt, kann es ja wohl nicht sein, also das ist, wir haben ja gar nichts bestellt und wir wollten das ja gar nicht, wir wollten nur das Bier eigentlich trinken. Haben uns dann unter Druck gesetzt, haben gemeint, ja, sie rufen dann oben an, holen irgendjemand und wir könnten dann die ganze Nacht hier bleiben, wir würden uns nicht rauslassen, solange bis wir es nicht bezahlt haben. Dann ist der eine Mann, der Barkeeper oder was auch immer, mit mir hier zum Geldautomaten gegangen, ich soll 200 € abheben. Und warum haben Sie die Polizei gerufen? Ja gut, ich musste ja da bleiben. Also ich durfte ja gar nicht rausgehen, er durfte dann rausgehen und mit dem Typ halt dann musste er loslaufen. Gut. Und dann hat er das Geld halt, haben wir jetzt 200 € zwar, statt 400 € haben wir 200 € gezahlt.
Aber ja, wir haben uns halt in dem Moment halt unter Druck gesetzt gefühlt. Ich kann jetzt sagen, dass da jetzt noch nie irgendwie was passiert ist im Tivoli-Laden, dass da einer runterkam und dann irgendwie einen Baseballschläger gezogen hat oder sonst irgendwas. Ja. Also die pokern natürlich auch mit dem Ruf, den sie haben. Der Knackpunkt ist, dass die jetzt sozusagen gezwungen wurden, da was zu bezahlen, was nicht rechtmäßig war, diese Rechnung. Und das grenzt dann schon so an räuberische Erpressung. Das ist ja kein Betrug mehr und das ist schon ein Verbrechen, Tatbestand. Und, ja. Sex und Drogen, Diebstahl und Betrug, Party und Kriminelles liegen auf der Reeperbahn ganz eng beieinander. Für Auswärtige ist das auf jeden Fall ganz großes Kino. Wir haben jeden Abend diverse Touristen, wenn man sie fragt. Wir wollten nur mal schauen. Die berühmte Davidwache, die kennt ja jeder und hier ist ja auch das Großstadtrevier. Und eigentlich fragt jeder noch mal nach Jan Vetter. Dirk Mattis wollte das sehen. Der Mattis ist ja nicht hier, ne? Doch. Wo ist er dann? Wir haben sogar einen, der heißt sogar Dirk Mattis. Das ist wirklich so. Ja? Super. Ja, der ist wahrscheinlich gerade im Einsatz. Ja, ja. Ach, der ist wirklich so. Ihr habt ja viele Einsätze hier, ne? Ja. Ich sehe das, Mensch. Ihr macht ja mit Blaulicht hier rum. Ja. Das gibt's ja bei uns in Kassel überhaupt nicht. Wir sind ja eine Kleinstadt, da gibt's das überhaupt nicht. Ja. Ja. Wir haben hier viel zu da ist das hier natürlich ein richtiges Aufbau, ne? Heißes Wasser. Hier von eurem Budget her, ne? Ja. Also von eurem... Ja, muss Geld sein. Ja, Sie geschlagen? Beim nächsten Besucher muss Mario Thiessen ganz genau nachfragen. Geklaut worden. Ja, was ist denn gestohlen worden? Geld. Geld. Was sind Sie denn gestohlen worden? Ja, meine Prostituierten. Meine Prostituierten. Wo war denn das Portemonnaie? Mein Portemonnaie ist in der Tasche. Ja, und da hat sie das Geld rausgenommen oder wie? Ist das geschehen? Ja, ungefähr. Ja, Sie müssen das schon ganz klar sagen, wie das dann gewesen ist. Ich bin mitgegangen aufs Zimmer. Ja. Nach der PIN-Nummer raus. Die Nummer haben Sie auch rausgegeben. Ja, also die habe ich natürlich eine Quittung bekommen, Ja. 10 Euro. Ja. Und dafür soll ich bezahlen. Ja. Und haben Sie die EC-Karte rausgegeben? Ich habe PIN-Nummer? Ja. So, und da ist das Geld jetzt vom Konto weg oder wie ist es geklaut worden? Mehr als das. Mehr? Wie viel ist denn weg? Das haben Sie abgemacht und was ist weg? Abgemacht nur 50 Euro und weg ist 8.000. 8.000? Wieso haben Sie denn so viel? Ist ja kein Tageslimit, ne? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht, wie die hier rankommen. Naja, gut, ich hole mal einen Streifwagen. Sie würden ja wiedererkennen. Die Polizei will nun die mögliche Täterin finden. Wir fahren rüber, gucken, ob wir die Dame noch finden. Und dann sagen sie einfach nur, bezeichnen uns die Dame. Dann würden wir Personal feststellen und dann sind wir auf das angewiesen, was sie uns morgen möglicherweise liefern. Bislang hat der Mann noch keinen genauen Kontostand. Sicher ist nur, er kann nichts mehr abheben. Grundregeln sage ich immer, wenn jetzt ein ganz normaler Kiezgänger hierher kommt, der noch nie so hier war, wie das eigentlich so läuft, gehen Sie nicht unbedingt in die Läden rein, wo jemand davor steht. Das kann teuer werden. Geben Sie Ihre EC-Karten nicht bei Prostituierten aus, erst recht nicht die PIN-Nummer mit. Das kann auch teuer werden. Der Engländer, der dann am Tresen steht, kannte diese Regeln offenbar nicht. Was ist passiert? Sie sind reingegangen. Wir haben uns hingesetzt und hatten einige Drinks. Eine der Angestellten wollte auch etwas zu trinken. Ich sagte ja, einen Softdrink für 3 oder 4 Euro. Als ich zahlen wollte, hieß es 320 Euro. Also die Mädchen haben sich auch hingesetzt. Ja, das ist richtig. Und die haben Sie gefragt, ob Sie die Drinks für die Frauen bezahlen würden? Ja. Und Sie sagten, das ist okay? Ich sagte, solange es nicht mehr als 10 Euro sind, ist es in Ordnung. Und haben Sie nach der Karte gefragt? Haben Sie in die Karte geschaut, weil Sie die Preise ja nicht kannten? Nein, habe ich nicht. Es geht um den Bestellvorgang. Wenn der Gast bestellt und die Rechnung beträgt 460 Euro als Beispiel, dann ist es häufig so, dass die Gäste sagen, das bezahle ich nicht, weil die natürlich über den Preis echauffiert sind, ist ja klar. Dann ruft man möglicherweise die Polizei. Dann kommen wir als Polizei dorthin. Für uns ist es immer so, stellen wir fest, dass der Gast tatsächlich bestellt hat. Dann sind wir raus als Polizei. Ja? Dafür stehen dort die
Getränkekarten, dann muss er da reingucken. Dass die Preise in so einem Laden anders sind als beim Penny, das müsste jedem einleuchten. Da können wir nichts dran drehen. Interessant wird es immer dann, wenn wir als Polizei den Verdacht haben, dass die Damen bestellt haben oder dass einfach Shampoos an den Tisch geliefert wurde oder wie immer die Umstände sind. Da gibt es unterschiedlichste Varianten. Man muss ja erstmal beide Seiten sich anhören. Und wenn man der Meinung ist, dass da liegt tatsächlich ein Betrug vor, dann wird natürlich eine Strafanzeige geschrieben. Der nächste? Na? Ich bin zum dritten Mal hier. Ja. Zum dritten Mal. Ich habe sehr viel Alkohol getrunken. Genau. Und ich habe meinen Freund verloren. Ja. Und ich würde mich gerne selber. Was? Sicherheit, genau. Wenn Sie Rücksicht auf die Familie. Weil ich weiß, ich komme nicht weiter, ich kann nirgendwo hin und Ich begehe Strafverfolgung. Da können wir aber auch nichts machen. Das werde ich nicht machen. Sie nicht. Wo kommt ihr denn her? Aus welchem Land? Aus Hamburg oder wo kommt ihr her? Nee, Und wo sind Sie? Wollen Sie telefonieren? Haben Sie die Telefonnummer von jemandem? Nee. Ich befürchte, da kann ich Ihnen nicht weiterhelfen. Das ist das Problem wieder. Wir haben haufenweise leider, die ihre Freunde verloren haben hier. Das ist mein Job zu verlieren, das mache ich. Ich warte nicht. Ja, Da können wir nicht weiter so. Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Ja. Ich habe kein Geld auf dem Handy. Nein, Sie können ja vom Festnetz hier anrufen. Sie wissen doch die Telefonnummer. Das könnte ich, ja. Kommen Sie einmal rum hier. Ja. Kurze Rede, kurze Rede. Aber jetzt soll ich ja. Er sagt, also sie sagt halt, jetzt muss ich mal arbeiten. Ich will mal die Telefonnummer von denen. Wer soll das sagen? Das wäre mein Vater. Ja. Das ist da halt. Das müssen Sie mir schon sagen. Ja. Genau. Der betrogene Freier kommt zurück in die Wache mit einem Teilerfolg. Ja, wir brauchen ja die Personalien der Dame, sind mit ihm dann rüber. Auf der gegenüberliegenden Seite hat er uns zweifelsfrei eine Dame benannt, die auch schon die ganze Zeit zu uns rüberschaute. Als wir uns ihr näherten, hat sie offensichtlich wenig Interesse gehabt, mit uns Kontakt zu haben, ist dann fluchtartig in die gewerbliche Zimmervermietung gelaufen, hat die Tür hinter sich zugezogen. Wir sind dann hinterher, haben sie dann in der zweiten Etage oben auf dem Damenklo gefunden, rechtlich belehrt, den Grund mitgeteilt, warum sie aufgesucht haben. Die Anzeige würde dann auf Betrug laufen und das ist hier leider gängige Praxis und begleitet uns jeden Tag. Noch steht nicht fest, ob der Mann wirklich Anzeige erstatten möchte. Sein Geld müsste er, wenn überhaupt, auf zivilrechtlichem Wege erstreiten. Manchmal führt selbst die maximale Hilfestellung nicht zum Erfolg. Sind Sie sicher, dass die Nummer auch stimmt? Können Sie nochmal raussuchen? Ja, natürlich. Wie gesagt, der nimmt falsch. Und das werde ich nicht tun. Also, Weil ich muss. Wissen Sie die? 017. Entweder Sie kommen nicht nach. Also, ist das. Ja. Ich weiß, das hilft nicht weiter. 0179. Ich kann da jetzt aber nicht nach Polizei gehen und mir so etwas erzählen. 71869. 71869, genau. Okay? Ich muss das jetzt auch mal. Also 0179 71869. Die Vorwahl stimmt nicht, nee. Warte mal auf. Oh, Pass auf. Ich überlegen, dass jetzt erstmal die Telefonnummer ist, dann schreiben Sie mir die mal auf. So kommen wir ja nicht weiter. Okay, nee, das ist gut. Oh Gott. So. Ich habe ungefähr vor 3 Wochen mein Handy verloren. Sagen wir mal so. Ich war ziemlich betrunken. Ich habe mit Kollegen. Geht das jetzt um das Handy, was Sie mir jetzt erzählen wollen? Das ist jetzt aber schon 3 Wochen her. Mindestens. Was ist Ihr Anliegen an mich? Mein Anliegen ist. Ob es gefunden wurde? Ja, ich habe jetzt ein neues Handy. Okay, das reicht schon. Danke. Okay. Ciao. Also wenn Ihr Handy gefunden worden wäre, dann würde es jetzt auch schon nicht mehr hier sein. Ich gebe Ihnen mal einen Zettel vom Fundbüro mit. Also es werden, wenn so eine Fundsachen auftauchen, auch mal Handys gefunden. Aber so die letzten Wochen wurde, glaube ich, mal ein Nokia abgegeben, ein HTC und ein Samsung oder nicht mehr. Vergessen Sie den Rest nicht, okay? Sonst ist das auch noch weg. Gut. Viel Erfolg. Vorsicht! Was habt ihr? Hauerei. Dass jetzt schon eine Schlägerei in der großen Freiheit stattfindet, ziemlich ungewöhnlich und deswegen denke ich, dass wir heute Nacht gut zu tun kriegen. Verstärkung rückt an. Rund 40 Bereitschaftspolizisten unterstützen in jeder Wochenendnacht die Kollegen von der Davidwache.
Miriam Taylor gibt Auskunft über ein abgeschlepptes Fahrzeug. Routine für sie, Drama für ihr Gegenüber. Die ersten 24 Stunden kostet das 260 €. Jeder weitere Tag kostet 10 €. 260 €. Ich bin ein verdammt armer Autokurier. Ich habe immer eine scheiß Krankenversicherung. Ich könnte das nicht drücken, aber man sich falsch hinstellt. Unterdessen hat Mario Thiessen immerhin die Telefonnummer des Vaters. Der wird sicherlich im Bett liegen und schlafen. Ich davon aus. Also höchstens mein Bruder ist da. Der schläft auch. Am anderen Ende springt ein Anrufbeantworter an. Da spreche ich jetzt gleich mal drauf. Hallo, Thiessen, David-Wache, das ist kein Scherz. Ihr Sohn ist hier und er weiß nicht, wie er nach Hause kommen soll. Er ist leider sehr betrunken, hat wohl kein Geld dabei, so wie ich das verstanden habe, und sitzt hier bei uns im Bereich der David-Wache. Es wäre nett, wenn Sie mal zurückrufen. 040 4286 515 10. Dankeschön, tschüss. Bis nachher nochmal. Gut, das kann dauern, ja. Danke. Ab 1 Uhr nachts kommt der Kiez in Fahrt. Rush Hour für alle Beteiligten. Auch die Zusatzkräfte beziehen Posten, draußen auf der Straße. An der Rezeption ist jetzt mit Wartezeiten zu rechnen. Genau, deswegen frage ich jetzt. Wollen Sie was sperren lassen? Mein Handy kaufen. Gut, okay, dann wissen Sie den Anbieter? Foto. Was hat er jetzt damit zu tun? Wurde auch sein Handy wurde auch geklaut. Beide. Okay, dann muss er sich auch gedulden. Auch O2 oder wie? Auch, ja. Gut, können Sie erstmal sperren lassen hier. Hier ist die Sperrnummer. Kennen wir mit dem Telefon? Genau. Hörer abnehmen, 0 vorwegwählen, was ein Behördentelefon ist. Und dann die restliche Nummer. Und dann Geduld haben, einfach kommen, Wir haben ein bisschen getanzt, da waren 3 Freunde von mir und ich habe halt mein Handy und von ihm das Handy halt hingelegt, weil er hat ja keine Taschen. Ja, und da war ich auf der Tanzfläche und dann waren unsere Handys halt weg, ist ja klar, ne? Heutzutage ist es so, die Jugend ist kriminell. Scherzbolde von Geschädigten und Lügen von Wahrheit zu unterscheiden, das ist jetzt mitten im Getümmel eine Herausforderung für Thiessen und seine Kollegen. Ich fahre alleine nicht in Hamburg, weil man die Angst in sich hat, dass man halt abgezogen wird. Ist einfach so. Da geht es auch gefährlich. Ja. Jeder zweite ein Messer. Das ist einfach so. Erstmal gut, okay. Du kannst erstmal die junge Dame. Die jetzt hier vorne steht. Komm ich einmal um die Scheibe rum? Danke. Was ist mit hier mit dem Frosch? Der Frosch und hier der Kleine, das macht hier. Ja? Das macht die Kollegin Kuno. Ja, die macht okay? Alles gut. Was für Alles Frosch? Frog? Nein, das ist Frog. Frog? Ist das Frog? Nein, ich habe die Aufgabe, ich muss meine Jugend als vermisst nennen, weil ich jetzt heute 30 geworden bin. Komm, wir müssen aber ihr müsst mitkommen, ne? Ja. Oh, die ist so witzig, Manche finden das so witzig. Ja, wer ist denn jetzt der Geschädigte überhaupt? Das ist ja das Problem jetzt gerade. Ich stecke Levin. Ja. Ja, alles klar. Die Jugend machen wir woanders lieber. Die suchen wir woanders. Geduld ist eine Tugend, auf der David-Wache unverzichtbar. Wenn Sie die Strafverfolgung wünschen, stellen Sie Strafantrag. Dazu müssen Sie jetzt hier einmal unterschreiben. Das für mich gleich aufhören? Genau, Sie kriegen das ganz normal. Aber Sie haben Gegen 2 Uhr nachts wird die Rezeption von Diebstahlopfern nahezu überrannt. iPhone 5 wurde geklaut im Shooters an der Garderobe. Dauert. Ich gebe keine Zeit. Was ist euch denn passiert? Mein iPhone 5 wurde an der Garderobe geklaut. Wie konnte das passieren? Wir wurden abgelenkt. Und dann lag das eine Sekunde wirklich, ich habe mein Handy immer in der Hand. Und dann lag das da und wurde sozusagen eigentlich aus der Hand geklaut. Ich habe meine Jacke nur ausgezogen, wollte es abgeben und dann war es weg. Der Verlust, ein tiefer Einschnitt in das eigene Leben. So weit für 1000 €. Mama, verkauf auch Hausabgabe. Guck mir neues. 1000 €. No, ich bin tot. Verzweiflung und Fassungslosigkeit folgen auf große Naivität.
Fast alle Beklauten waren im Gedränge leichte Opfer. Ich war im Peggy Sue Club hier auf der Großen Freiheit. Hier wurde das Handy direkt aus der Hosentasche auf der Tanzfläche geklaut. Natürlich ein iPhone 5, gerade neu, und jetzt ist es weg. Aus der vorderen Hosentasche? Aus dieser Hosentasche. Kann nichts machen. Das Handy kostet 800 € und das ist schon ärgerlich, dass durch einen Handgriff innerhalb von 0,2 Sekunden weg ist. Erlos Laufhaus. Ja. Wären Sie? Nicht von 10 Leuten? Ja, doch. Ja, sollen jetzt alle rausgehen? Oder? Ich muss doch nicht 15 Leuten erklären, was ich hier für ein Problem habe, oder? Natürlich, das machen alle hier. Das ist halt so. Ja? Haben Sie jetzt ein Anliegen oder haben Sie kein Anliegen? Es ging nur um einen Freund. Wir wollten das Geld einfordern, was ihm nicht zurückgegeben wurde. Und gegen den Tisch, der kann ich wohl eine Anzeige machen. Ich hole mir einen Streifenwagen, da sind Sie zu zweit, zu dritt. Da können Sie reden, okay? Und dann fahren Sie da mal hin und dann klären wir das Ganze. So machen wir das, okay? Das ist doch nicht Ihr Ernst. Das ist doch schon was wollen Sie denn? Da brauche ich doch schon wieder eine Woche Polizeischutz. Richtig. Da brauche ich doch schon wieder eine Woche Polizeischutz. Wenn ich jetzt Airbus dann reingehe und sage, der und der war das. Ja, natürlich. Sie wissen noch gar nicht, wie das hier aussieht auf der Straße. Waren Sie schon mal draußen? Sie haben noch nie Streife gelaufen hier. Sie wissen gar nicht, wie das draußen aussieht, oder? Ich weiß gar nicht, was Sie für ein Problem haben. Ja, Sie haben keine Ahnung. Ja, aber ich war hier, aber egal. Darf ich eine Anzeige aufnehmen? Immer noch. Wozu bezahle ich eigentlich Steuern? Junger Mann, Sie müssen sich mal benehmen. Alles wird gut. Viele, wenn sie eine schlechte Erziehung haben, können sie hier nicht hinten anstellen. Die Einzelkinder-Problematik hier. Ne? Der eine, der ganz ausgeflippt war. Ne? Ja, das ist ein typischer schlechte Erziehung, Einzelkind-Typ, wie auch immer. Und die muss man natürlich auch wiederum versuchen, ganz sanft zu beruhigen. Weil sonst eskaliert das ja. Ne? Und will kein Mensch. Derweil konzentriert sich der Dauergast weiterhin auf das Telefon der Davidwache. Haben Sie denn gezahlt? Nicht, haben Sie, also sind Sie jetzt rausgegangen, ohne zu zahlen? Ich habe Kontakte. Ich warte hier seit Stunden. Wo bist du denn? Du, ich habe hier stundenlang ausgenüchtert. Ich weiß, wo ich bin. Ich bin ganz klar. Wo kannst du mich denn abholen? Wo kann ich denn hinfahren? Wo wohne ich? Ich bin hier gerade auf dem, wie heißt das hier, Davidwache. Ja. Du, das ist ganz gemütlich hier. Erinnerst du dich noch an den Fall mit dem Taschendiebstahl, wo die Handys gestohlen wurden? Ja. Wo die doch, genau, die hatten noch... Ja, der mit dem grünen Anzug. Genau, der mit dem grünen Anzug. Und die hatten noch so eine ganz dürftige Beschreibung. Irgendwie 3 Afghanen, irgendwie 1,70, was ja so ziemlich auf jeden zutreffen könnte. Ja. Jetzt hat sich das PK36 gemeldet. Sehr gut. Die haben 2 Afghanen angetroffen, die beim Rausgehen, als sie von der Wache entlassen wurden, war es so, dass der eine noch geprahlt hat, hahaha, die auf der Reeperbahn, die haben ja schön abgezockt. Daraufhin haben sie gesagt, Freundchen, kommen wir nochmal zurück. Haben sich nochmal hingesetzt, nochmal genauer in die Taschen reingeguckt. Ja, das sind unsere Afghanen und unsere Handys. Alles wieder da. HTC und? Genau, die haben das alles abgeglichen. Das sind die beiden HTC-Handys, alles wieder da. Ein Zufallstreffer. Auch die nächsten Nachtschwärmer hoffen auf ihr Glück. Dabei wissen sie nicht einmal genau, wo, wie und vor allem was genau weggekommen ist. Also, wir haben unseren Rucksack verloren. Verloren? Also, wo denn? Das ist das Problem. Wo waren Sie denn überall? Wir waren in der Rutsche. Ja. Da weißt du, da haben wir noch gehabt. Danach waren wir, wie heißt der sein Laden? Ich guck gerade nach, da ist nichts. Was ist denn in dem Rucksack drin? Alles, was ich brauche. Ich glaub, Portemonnaie, Grillkarte, ja. EC-Karte. Okay, alles klar. Also, haben Sie ihn verloren? Irgendwo liegen lassen? Das ist das Problem. Oder was ist sonst damit passiert? Nee. Wir haben ihn, also ich weiß, also Sie haben ihn irgendwo stehen lassen. Bye bye, ciao, ciao. Also da ist nichts, also entweder ist es im Buddy hängen geblieben oder in der Rutsche. Aber bei ihm ist nicht, er hat alles durchgesucht. Okay, dann gucken Sie noch mal da. Also wir hier haben ist alles nichts. Sie haben schon alles. Okay, im Buddies waren Sie auch. Ja, im Buddies war ich. Was bedeutet denn verloren gegangen? Da ist ein Auswahl. Nein. Also für verloren gegangene Sachen können wir keine Strafanzeige geben. Wenn da Ihr Personalausweis drin ist, dann mache ich einen kurzen Bericht
Wie definieren Sie denn verloren gegangen? Auf hier ist nichts abgegeben worden oder so. Nee. Ne? Das war für uns einfach wichtig. Ihnen ist er aber nicht geklaut worden? Nein. Die wissen Also, es ist liegen geblieben wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Wie ist Ihr Nachname oder wie ist Ihr Name? Vorname? Rico. 2 Sachen habe ich von Rico. Moment. Aber ich habe nur 2 Sachen. Und zwar wurde das gefunden. Also das habe ich. Nee. Das ist ein Portemonnaie gewesen. Nein, also ich habe bis jetzt Nein, nur das. ich weiß, es war ein Portemonnaie. Das glaube ich Ihnen, mit dem Rucksack, ja. Deswegen habe ich ja gefragt, wie Sie verloren gegangen definieren oder ob Ihnen der auch geklaut worden sein kann. Wo wurde das gefunden? Ach, Kastanienallee. Wo ist das denn? Genau, also Sie können ja kurz hier warten. Ja, Und vielleicht wissen Sie, wie der Rucksack aussah? Ja, blau. Und zwar wurde das gefunden direkt hier hinter der Straße, hinter der Wache. Die nächste Straße links rein. Dann bleibst du hier, Rico, wir gehen gucken. Okay? Genau, das wurde da gefunden. Es war ein Portemonnaie drin. Ja, das glaube ich Ihnen. Dann wurde das Rico, wahrscheinlich. du bleibst hier, beruhig dich erstmal und wir gehen gucken. Gemeinsam torkeln die 3 zum Fundort der beiden abgegebenen Ausweise. Auf der Suche nach weiteren Überbleibseln einer wilden Nacht. Hilfestellung von der Polizei erwartet auch eine junge Dame, die an der Garderobe zu wenig Wechselgeld rausbekommen hatte. Sie vermutet Betrug. Wie soll ich jetzt als Polizei nachweisen, ob Sie jetzt 20 Euro, 40 Euro, 30 Euro hatten? Also, Sie gehen jetzt da zurück und gehen dorthin, wo das passiert ist und fragen nach einem Verantwortlichen. Und mit dem eben haben Sie zu mir gesagt, Sie haben das nicht gemacht. Doch, und dann haben sie mich zu den Türstehern geschickt. Der Türsteher ist kein Verantwortlicher. Ich habe jeden Türsteher bin ich hingegangen und die haben gesagt, Dann müssen Sie einen Verantwortlichen finden, der kein Türsteher ist. Zwecks Ermittlung vor Ort wird ein Streifenwagen bestellt. Auch der nächste Fall ist nicht ganz so einfach. Er wurde beklaut. 200 Euro. Darf ich noch mal ganz kurz fragen, was ist gestohlen worden? 200 Euro in bar. 200 Euro in bar. Ja. Sie waren bei einer Prostituierten und sie sind bestohlen worden. Wie, was heißt bestohlen genau? Wir haben 200 Euro bezahlt für nichts. Ja, wir haben 200 Euro bezahlt für nichts. Was wurde denn abgemacht? Ja, mitkommen. Ja. Und dann geht was. Und was ist dann passiert? Ja, und dann sollten wir gehen. Hier, vor der Tür. Nein, hier vor der Tür findet kein Sex statt. Burger King. Da haben Sie eine Dame angesprochen, oder Ja. andersrum? Ja. So, und wo ist das gewesen? In welchem Gebäude? Welcher Eingang? Burger King, Weite Davidstraße. Hier, du weißt doch genau. Ich weiß gar nicht. Der Eingang. Wissen Sie, würden Sie den wiedererkennen? Welcher Eingang? Der Burger King weiter, die Straße weiter. Bitte, guter Herr Mann, Sie bezahlen ja nicht auf der Straße das Geld. Das bezahlen Sie ja nicht. Ja, Sie bezahlen das in Eingang. Sehen Sie, das meine ich jetzt. Welcher Eingang? Wissen Sie das wo? Würden Sie das zeigen können? Ja. Und die Frauen, würden Sie auch zeigen können? Ja, klar. Er auch? Vielleicht. Gut, aber Sie ja, auf jeden Fall. Sie wüssten das auf jeden Fall. Es sieht nämlich so aus, sonst fährt eine Streifenwagenbesatzung gleich mit Ihnen dahin. Oder 2 Leute, 2 Polizisten gehen mit Ihnen dorthin und überprüfen das. Und ich möchte, dass Sie auch wahrheitsgemäß das sagen. Stress mit solchen Leuten zu haben. Sie können sich jetzt auch noch überlegen, Sie können sich jederzeit eine Anzeige erstatten. Nein, wir wollen es nicht. Was wollen Sie denn jetzt machen? Wir wollen gar nichts, wir gehen jetzt. Sie können sich jetzt überlegen, jederzeit. Nein, wir wollen gehen. Soll ich Ihre Personalien aufnehmen? Nein. Okay. Wie gesagt, Sie können sich jetzt jederzeit überlegen. Die junge Dame gibt nicht auf. Sie möchte an der Garderobe nachfragen, diesmal mit Verstärkung. Wir können das Geld für Sie jetzt nicht eintreiben. Wir fahren mit Ihnen da mit hin. Es handelt sich wahrscheinlich um Missverständnis. Dass im Dunkeln sie wahrscheinlich gedacht hat, es wäre ein 5-Euro-Schein. In Wirklichkeit war es 20-Euro-Schein. Es war eine Euro. Nee, wir fahren ja mit Ihnen dahin, oder wollen Sie das jetzt nicht mehr? Natürlich will ich das. Gut, dann machen wir. Es geht um 15 Euro. Am Ende wird die Garderobiere in dem Club von einem Versehen sprechen und der Besucherin das Geld aushändigen. Manchmal helfen auch Geduld und gute Worte. Nur ein Fall zieht sich in die Länge. Sie haben doch gerade mit jemandem gesprochen. Wer war das denn? Genau, es war ein Freund. Ein Freund. Genau. Was ist für ein Freund? Wo ist der? Das sagt er mir nicht. Ich weiß es nicht. Das ist ja fast hoffnungslos mit ihm. Also ich sag mal so, Ihre Kollegin hat recht, also ich kann natürlich gleich die Bahn nehmen. Genau, richtig. Das muss ich natürlich auch machen. Denn Ja, machen Sie mal. besser ist das ja. Also Lassen Sie sich noch bestehlen oder?
Nein. Weil sie sind sehr betrunken, sie sind ein leichtes Opfer dann. Ja, ich weiß. Okay, Sie sind jetzt 4 Stunden hier. Jetzt stören Sie auch den Wachbetrieb. Also jetzt bitte mal nach Hause gehen. Danke. Ende einer Partynacht. Doch auf der Davidwache herrscht noch immer Hochbetrieb. Manch einer geht sogar vorsorglich zur Polizei, in der Hoffnung, Schlimmeres zu verhindern. Es geht um ein Fahndungsfoto in der Presse. Ähnelt mir ein bisschen. Ich habe einen Anruf von der Türkei bekommen von einem Freund von mir, der mir gesagt hat, dass er mich in der Mopo gesehen hat. So, ich wollte mal erstmal aufklären, dass ich das nicht bin. Nicht, dass irgendwie am Ende irgendwie hier Polizisten zu mir nach Hause kommen und meine Mutter einen Job bekommt. Sieht sie mir verdammt ähnlich. Ich wollte nur aufklären, dass ich es nicht bin. 8 Monate Raub. Dieser halbstarke bedrohte Amtszeiger. Alter, obwohl ganz stark. Können Sie mal bitte kurz aufhören? Dieser halbstarke bedrohte am 2. Mai 2012 in Nerfeld gemeinsam mit 2 Komplizen einen 23-Jährigen mit einem Messer und einen Raub gegangen haben. Welche Ausgabe der Mopo war das? Ich weiß es nicht, war vor 2-3 Tagen. Haben Sie einen Ausweis da? Ja, habe ich auf jeden Fall da. Kann man das so machen, dass nächstes Mal auf mich zukommt? Der Typ ähnelt mir ein bisschen. So, und ich wollte das erstmal aus der Welt schaffen. Nicht, dass irgendwie ein Verdacht auf mich zurückschreitet und dann die Polizisten zu mir nach Hause kommen, meine Mutter einen Job bekommen. Denkt Ihre Mutter, dass Sie keine Scheiße bauen? Ja, genau. Dafür sind Sie aber schon relativ häufig Ja, in das ist Erscheinung aber schon ein bisschen länger her, oder nicht? Oder wie sehen Sie das? Äußert mich mal nicht zu. Also Dezember. Ja? So, passen Sie auf, wir werden da 3 Sätze zu schreiben. Ja. Ob die Polizei trotzdem an Ihnen Interesse hat, kann ich jetzt weder bejahen noch verneinen. Okay, ist kein Problem. Okay? Das interessiert mich auch gar nicht. Einfach nur um das Bild. Dann weiß ich nicht, warum Sie hier sind. Es geht einfach darum, dass ich nicht möchte, dass ich als diese Person hier angeklagt werde. Weil 4 Leute haben mich angerufen und meinten, dass ich es bin. So, weil die mich ein bisschen ähnlich für die Person hielten. Ja. Ja, und das wollte ich aus der Welt schaffen. Habe ich verstanden. Wird das doch jetzt übernommen, oder? Von mir persönlich. Ja? Ja. Das finde ich super. Alles klar. Schönen Abend noch. Ne? Für Sie auch. Tschüss. Die große Sause auf dem Kiez fordert viele Opfer, auch Vierbeinige. Und auch für sie ist die Polizei zuständig. Erst einmal. Die Person, die wohl feiern gegangen ist, hat ihn irgendwo angebunden. Und dann sind die auf ihn aufmerksam geworden, dass er irgendwo an der Laterne wohl angebunden war. Das ist auch. Er wird jetzt hier als Fundsache behandelt und ja, dem Tierschutz, also dem Tierheim Süderstraße, zugeführt. Wenigstens ist dieser Besucher nicht betrunken. Auch er findet Gehör. Während für den herrenlosen Hund ein ruhiges Plätzchen gesucht wird, warten am Tresen jetzt um 4 Uhr morgens, wenn andere Leute schlafen, die ganz traurigen Fälle. Ein junger Mann aus der Provinz ließ sich in eine Striptease-Bar locken. Er hatte über 1.000 Euro in bar dabei. Bier 3 Euro. Wurde Ihnen gesagt oder haben Sie auf die Karte geguckt? Wurde mir auch gesagt. Habe ich auch gemacht. Ich hatte die 1.000 Euro in bar drin. Und dann kamen auch gleich 1 bis 2 Frauen an und haben mich angesprochen. Ich habe das alles verneint, was sie wollten. Was wollten die denn? Die wollten eine Privatshow machen, wollten Getränke haben. Habe ich alles verneint. Und da haben sie mich quasi in so einem Hinterraum gezerrt quasi. Was heißt gezerrt? Die haben mich beide in die Hand genommen, beziehungsweise richtig eingehakt und haben mich da quasi hingeschleift. Und Sie wollten das nicht? Ich wollte das nicht. Haben mir die Jacke ausgezogen, wo mein Portemonnaie drin war, haben mir mein Hemd ausgezogen. Und als ich realisiert habe, was da überhaupt passiert, habe ich geguckt, wie viel Geld ich noch bei mir habe. Ja, 15 Euro nur noch. Okay. Und dann habe ich die auch zur Rede gestellt. Dann wurde ich da auch noch bedroht, wenn ich zur Polizei gehe, dass man mir alle Knochen bricht. Von wem wurden Sie bedroht? Vom Türsteher. Die Hoffnung stirbt zuletzt, bekanntlich. Wie sieht denn das aus? Würde ich denn das Geld wiederkriegen? Weil ich brauche das morgen. Ich hab jetzt nur noch 15 Euro. Also, ja, ich denke, es wird nichts. Weiß es aber natürlich nicht. Ja? Also ich weiß nicht, was die Kollegen vor Ort gleich erreichen. Ich sage meinen Kollegen jetzt Bescheid und wird ein Streifenwagen mit Ihnen dorthin fahren, ja? Gut. Einen Moment bitte. Man wird die Damen aufsuchen, doch wahrscheinlich hat der Kunde das Nachsehen. Vorsicht wäre besser gewesen. Es ist ja teilweise auch so, dass die Gäste sich auf viel einlassen, doch. Da gibt es die, ohne jetzt auf was Bestimmtes einzugehen, die lassen sich wirklich auf viel ein und das kostet natürlich auch, hat natürlich auch seinen Preis. Es ist ja nicht nur so, dass man da reingeht, um Getränke zu konsumieren, sondern teilweise geht man noch ein bisschen weiter, was das Körperliche betrifft.
Und da sind natürlich die Gäste zum Teil auch selber schuld. Eine gewisse Mitschuld haben sie schon. Wieder 2 auswärtige Gäste. Es geht um finanzielle Nachforderungen und nicht vollständig erbrachte Leistungen. Und er will auf jeden Fall Sex und ich meinte, ja, okay, für Sex. Er versucht mich auch zu überreden, dass ich auch reinkomme. Und ich meinte, nee, danke, also für mich, das ist für meinen Freund. Und Schade, wäre ein schönes Geschenk gewesen, aber vor der Tür ist meist nicht hinter der Tür, ne? Ändert sich das dann meist. Das hat sie mir auch erklärt, aber schon nachdem er schon die 50 € bezahlt hatte, nachdem er, das ist so ein bisschen peinlich, ne? Hat mir erzählt, nachdem er die Hose... War er schon entkleidet? Ne, also die Hose hatte sie ausgezogen und wollte den Kondom und danach hat sie die Preisliste irgendwie erklärt, versucht zu erklären und das Geld und er ist sofort aufgestanden, weil er meinte, nein, mehr Geld bezahle ich nicht. Sobald er sagt, nein, ich zahle nicht mehr, dann kann er sowieso davon ausgehen, dass er dann rausgebracht wird aus dem Raum. Das ist Betrug, das ist einfach Betrug. Ja, es kratzt den Betrug an, allerdings bin ich der Meinung, dass das noch nicht ganz erfüllt. Ne? Weil es sind Leistungen, würden Leistungen geboten werden. Allerdings nicht ganz die so ausgesprochenen. Ne? Das heißt, wir haben das Geld verloren. Die Geldsache sieht sowieso schlecht aus. Das steht dann immer erst an zweiter Stelle. Ich weiß nicht, wie sie heißt. Was wir machen können, ist, die Polizei begleitet sie, sie zeigen, wo sie waren, nennen die Dame, wird er vermutlich wiedererkennen, sie ja auch. Ja, klar. Wenn sie sich willens zeigen und dort mitfahren wollen mit den Kollegen, dann können wir das so machen. Hingehen, genau. Er will das weiterführen, er will das bis zum Ende bringen, Ja. er will ihre 50 € zurück. Und Ja, man sollte auch zeigen, dass man, wenn man sich ungerecht behandelt fühlt, dann soll man das auch zeigen. Ne? Und wir versuchen sie zu unterstützen, wenn wir Zeit dafür haben, dann machen wir das auch. Wir haben leider bitteres Lehrgeld bezahlt, das ist das Problem. Und meistens sind das ja auch Touristen. Hamburger, die hier auf den Kiez gehen, die wissen das meistens, wie das Geschäft hier läuft. Ja. Wir können da recht wenig machen, leider. Gerade Ortsunkundige sind oft leichte Opfer. Sie wissen nicht, welche Läden seriös sind und wer wo auf Kundenfang geht. Moin, bitteschön. Wir wurden von, sag ich mal, einfach Obdachlosen überfallen jetzt sozusagen. Obdachlosen überfallen? Genau, also die sahen echt Obdachlose aus, weil Südländer waren das. Halt keine Zähne im Gesicht, die haben uns halt überall angepackt so. Habe ich danach an mir rumgetastet und Handy halt verschwunden. Und wo war das denn? Das war bei der Großen Freiheit, rechts. Bei der Großen Freiheit. In der Schmuckstraße? Genau. Ja. Und da haben sie sich anfassen lassen. Genau. Wir waren in der Ecke, wir waren zu uns angekommen und haben uns einfach irgendwo angepackt und wie so, und dann war es schon weg. Ja, ist lustig, ne? Ich weiß, aber... Es ist lustig, in der Schmuckstraße sich anfassen zu lassen. Ja, wir sind hier halt nicht so, wir kennen uns hier halt nicht so richtig aus. Ja, die Schmuckstraße an Transen, ne? Ja, das kann sein. Das waren für uns. So, wie ist es dazu gekommen? Wir sind da einfach runtergegangen in die Straße, weil wir da auf einen Freund gewartet haben und uns abholen wollte. So, und dann sind da halt irgendwelche Typen gekommen, haben uns angepackt und auf einmal war mein Handy halt weg. Ja. Ich wollte morgen eigentlich zu meinem neuen Vermieter die komplette Kaution bezahlen. Und dementsprechend habe ich heute schon mal alles abgehoben, damit ich dann hier jetzt quasi ein bisschen feiern kann und morgen dann, wenn ich ausgeschlafen habe, direkt losgehen kann zu meinem neuen Vermieter und die komplette Kaution bezahlen kann. Aber da das jetzt passiert ist, muss ich ihn leider sagen, es geht momentan nicht. Das ist halt scheiße, aber dann kann man nichts machen. Man denkt ja auch nicht, oder beziehungsweise man vermutet ja auch nicht, dass man in so einem Lokal beklaut wird. Bin ich ganz ehrlich, aber dass sowas passiert, dass man gleich um 1.000 € beklaut wird, hätte ich nie gedacht. Überrascht wurde auch ein Freier, der für 180 € schnellen Sex wollte. Es blieben ihm dann ganze 15 Minuten, bis er ohne Vorankündigung rausgeschmissen wurde. Ja, und dann soll es ja abgehen und dann, das war 3:44 Uhr da, und dann auf einmal kam er an und sagt, oh je, um 4 Uhr machen wir zu, ich müsste jetzt gehen. Nichts passiert, so, ne? Nur getrunken sozusagen. Haben sie noch eine Flasche Schaumwein geben und dann nichts mehr, so, ne? Die Getränke haben Sie bar bezahlt? Ja. Okay. Das Diese war ja 180, da geht es nur um die sexuellen Leistungen, die Sie nicht erhalten haben. Ja.
Dann habe ich das jetzt verstanden. Ja. Okay, gut. Und ich meine, letztendlich ist es mir egal ums Geld, aber ich meine, das ist ja schon, für meine Augen ist das Betrug. Ja, so, ne? ja, definitiv, ja. Ja. Können Sie die Dame wiedererkennen? Natürlich. Okay. Wollen Sie da mit dem Streifenwagen mal hinfahren? Können wir machen, ja. Einen Moment, Herr Blum, können Sie da ein. Die Streifenpolizisten sollen die Personalien der Damen feststellen. Doch der nächste Fall hat Vorrang. Die haben mir ins Auge geschlagen. Die Braspa. Diese Asiaten. Sehen Sie mein Auge? Die Asiaten haben mir ins Auge geschlagen. Ich sehe voll. Ich kann fast nicht mehr sehen. Ich sehe schief. Manch einer hat schon aufgegeben, während langsam der Morgen dämmert. Der geprellte Freier dagegen wartet geduldig darauf, den Abzockern aus dem Sexclub Paroli zu bieten. Für nicht erbrachte Leistungen sollte ich Geld bezahlen und was ich auch bezahlt habe. Und 10 Minuten später kam der Besitzer rein und sagte, so, wir schließen jetzt. Und ja, ich sagte, ja, bist nicht fertig geworden, hast du selber Schuld. Ums Geld ist mir eigentlich egal, aber ich meine, irgendwie muss da ein bisschen Einhalt gehalten werden, dass sie sich nicht alles erlauben können. Es ging ja wie immer ruhig los und plötzlich kommt es dann ja so Schlag auf Schlag. Man hat ja auch gesehen, viele kommen gleich in größeren Gruppen rein. Das war eine Nacht wie jede andere. Unterm Strich waren die ja alle entspannt und lustig teilweise auch. Nach 12 Stunden Dienst kehrt langsam Ruhe ein. Auf der Reeperbahn und in der Wache. Mit dem Partyvolk sind auch die Dienstleister, Diebe und Abzocker verschwunden. Nicht immer konnten die Beamten den Tatsachen auf den Grund gehen. Der Rest ist Sache der Kriminalpolizei. Und am nächsten Wochenende geht alles wieder von vorne los.